Ja, hallo auch von mir mit Tipps und Hinweisen zur Technik von Segelyachten. Heute geht es um die Verhinderung der galvanischen Korrosion am Übergang vom Wärmetauscher zum Abgasmixer. Dieses Problem ist bei den Motoren von Segelyachten sehr weit verbreitet. Als ich darüber in dem technischen Segelmagazin Palsteg berichtet habe, war ich über das Feedback der Leser doch sehr überrascht. Ich zeige euch hier die Verhinderung der Korrosion am Beispiel eines Yanmar-Wärmetauschers. Wobei das Problem bei allen üblichen Herstellern wie Yanmar, Volvo oder Vetus auftreten kann, wie ich es schon in der Collage im Titelbild dieses Videos und euch in den nachfolgenden Bildern zeigen werde. So, hier die Entwicklung der Korrosion einer über 15 Jahre alten Yanmar 3 JH3 Maschine mit 2000 Betriebsstunden. Links der neue Wärmetauscherabgang. In der Mitte nach 8 Jahren, hier haben wir rundherum 5 bis 8 mm Abtrag. Und nach 15 Jahren ist der Wärmetauscher durchkorrodiert und das Wasser aus dem inneren Kühlkreislauf entleert sich in den Auspuff. Die Maschine überhitzt sich, hoffentlich meldet sich die Temperaturwarnung und die Maschine wird abgeschaltet, sonst wird es noch viel, viel teurer. Hier ein Vetus M3.29 Wärmetauscher, nur 7 Jahre alt mit 750 Betriebsstunden. 7 Jahre ist schon eine sehr geringe Lebensdauer. Rechts unten im Abgasausgang zu sehen das Loch zum inneren Kühlkreislauf. Nun ein Yanmar 3 JH2E, 32 Jahre alt mit 2800 Betriebsstunden. Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Ein wenig Wasserverlust innerhalb der Saison laut dem Segler, jedoch Wassertropfen hier im ungereinigten Abgasausgang links und 7 bis 8 mm Verlust hier an den Rändern am Flanschmaterial im rechten Bild. Auch hier der Einfluss der Schwerkraft, oben weniger als unten. Schaut man sich den Korrosionsschaden aus der Nähe an, sieht man jedoch punktförmigen Lochfraß mit kleinen Wassertropfen. Der Wärmetauscher musste ersetzt werden. Hier ein Volvo Penta D255, 14 Jahre alt mit 2200 Betriebsstunden. Ein großflächiger Korrosionsschaden hier im linken Bild zu sehen, jedoch ohne Durchbruch zum inneren Kühlkreislauf. Der Wärmetauscher wurde durch Aluminiumauftragsschweißen wieder repariert. Ein geringer Wasserverlust besteht leider weiterhin. Aluminiumschweißen ist nur was für spezialisierte Werkstätten und die sind wirklich schwierig zu finden. Ein Volvo Penta D130F, 13 Jahre alt mit 750 Betriebsstunden. Das Loch im inneren Kühlkreislauf hier wurde bei der Reinigung des Abgasmixers festgestellt. Der gleiche Motor, 7 Monate nach Einbau eines neuen Wärmetauschers und Abgasmixers aus Gusseisen. Feuchte kristalline Ablagerungen und erste Korrosionsspuren sind nach der Reinigung sichtbar, wobei bei diesem unbekannten Dreck im linken Bild nicht ganz klar ist, ob der nicht schon alleine massive Korrosionsschäden verursacht. Ist es euch aufgefallen? Die Korrosion sieht überall gleich aus. Unten stärkere Korrosion, oben weniger. Immer am unteren Bereich durchkorrodiert. Dieses Problem hat doch System. Was sagen die Hersteller dazu? Die sagen, der Motor wird in einem Segelboot überwiegend zeitlich zu kurz betrieben. Für die Abgasanlagen der Motoren auf den Segelbooten sind Spezifikationen verfügbar, die die Bootshersteller und die Servicebetriebe berücksichtigen sollen. Damit soll sichergestellt werden, dass in der Betriebsart Segeln mit laufendem Motor immer genug Seewasser zur Kühlung angesaugt wird und kein Seewasser beim Motorabstellen in den Abgastrakt angesaugt wird. Bei Motorbooten tritt das Problem nicht oder nur äußerst selten aus. Somit das Statement der Hersteller. Wenn doch die Hersteller so gut über das Verhalten der Bootseigner Bescheid wissen, warum lösen die dann nicht das galvanische Problem dieser Wärmetauscher-Abgasmixer-Kombination und zeigen stattdessen auf den Bootseigner?
Die Hersteller wissen doch, dass eine Kombination aus Niro-Abgasmixer und Aluguss-Wärmetauscher ein hervorragendes galvanisches Element ergibt. Eine Kombination von Aluguss-Wärmetauscher und Grauguss-Abgasmixer wie bei Volvo ist auch nicht besser. Die gezeigten Korrosionsbeispiele zeigen doch, Kondensationsfeuchte im Wärmetauscher ist nicht auszuschließen. Die Hersteller verweisen auf ihre jeweiligen Spezifikationen. Bei Volvo ist es die Abgasführung in der Motorinstallationseinrichtung und die ist bei jeder Installation dabei. Habt ihr ein Gebrauchtboot übernommen und wollt die Abgasführung überprüfen und habt keine entsprechende Dokumentation, dann geht zum Volvo-Händler eures Vertrauens und fragt nach den Unterlagen. Vetus ist ein eigenständiger Geschäftsbereich im Yanmar-Konzern. Daher bezieht sich Yanmar mit seiner Spezifikation auf die Vetus-Dokumentation. Wie hier zu sehen, mit dem QR-Code kommt man direkt auf die angezeigte Seite. Betrachten wir jetzt die typische Einbausituation von Wärmetauscher und Abgasmixer. Der Abgasmixer wird über eine metallische Dichtung an dem Aluminium-Wärmetauscher angeschraubt. Oft ist die Dichtung kleiner oder größer als die Bohrung von Abgasmixer und Wärmetauscher. In beiden Fällen sammelt sich Feuchtigkeit in diesem Bereich der Dichtung an. Nun, woher kommt die Feuchtigkeit? Natürlich von der Einspritzung hier vom Seewasser, was sich dann hier mit dem Abgas mischt. Die Abgase sind zwischen 300 und 600 Grad heiß und ziehen sich beim Abkühlen um den Faktor 2 zusammen. Dazu kommt noch, dass der Motor beim Abstellen mit der letzten Umdrehung es nicht mehr durch die Kompression des oberen Todpunktes schafft und eine halbe Umdrehung zurückschlägt. Das kann bei einer Dreizylinder 1,5 Liter Maschine bedeuten, dass rund 0,5 Liter Abgas mit der Feuchtigkeit zurück in den Wärmetauscher gezogen und eingesaugt wird. Unter Umständen sogar noch weiter in den Motorzylinder. So, hier eine kleine Rückblende, Physik, Leistungskurs, Oberstufe. Hier die elektrochemische Spannungsreihe von typischen Metallen im Seewasser. Gut zu sehen, Aluminium und Grauguss liegen schön weit auseinander, fast 500 Millivolt, und Aluminium und V4A hat noch eine viel größere Spannungsdifferenz. Alle diese beiden Spannungen haben eine wesentlich höhere galvanische Spannung als zum Beispiel Aluminium und Zink. Die liegen hier relativ dicht beieinander, was wir als Opferanoden-Kombination für Sail Drives, Aluminium- oder Stahlschiffe verwenden. Hier ein galvanisches Element aus Aluminium-Wärmetauscher und V4A-Abgasmischer. Beide Metalle sind direkt miteinander verbunden, quasi kurzgeschlossen. Das galvanische Potential führt zu einem Stromfluss über den Elektrolyten, dargestellt hier über diesen roten Stromkreis. Und was übernimmt die Funktion des Elektrolyten? Das ist das Kondensat bzw. die Seewasserreste, die sich am Übergang vom Wärmetauscher und Abgasmixer niedergeschlagen haben. Mit dem galvanischen Strom gibt nun das Aluminium Elektronen an den V4A-Edelstahl oder an den Grauguss ab. Das Element Aluminium, jetzt ohne seine 3 Elektronen auf der Außenschale, ist nun kein Metall mehr, sondern hat so eine Edelgaskonfiguration und löst sich damit aus dem Metallgitter ab. So funktioniert die sogenannte galvanische Korrosion und das Prinzip wird schon seit langer Zeit in der Opferanodentechnik angewandt. Nur ist hier unser Aluminiumwärmetauscher die Opferanode. Am Originalwärmetauscher mit Niro-Dichtung und Niro-Abgasmixer messen wir den Übergangswiderstand zwischen Wärmetauscher und Abgasmixer. Gemessen 0,0 Ohm, damit eine ideale Verbindung für den galvanischen Korrosionsstrom. Um den Abgasmixer zu isolieren, müssen die Montagelöcher von ca. 8,5 mm auf 10,5 mm aufgebohrt werden. Bei einem Niro-Abgasmixer geht es am besten mit einer sehr langsam drehenden Standbohrmaschine mit speziellen Niro-Bohrern und Bohröl. Bei einem Grauguss-Abgasmixer ist das Bohren viel einfacher.
Nun die Hülsen durch die Bohrlöcher stecken und bündig mit dem Flansch kürzen. Am einfachsten geht das mit einer kleinen Flex. Die Flachdichtung wird auf die Bolzen des Wärmetauschers aufgesteckt. Die Hülsen in die Bohrlöcher vom Abgasmixer einlegen und den Abgasmixer auf den Wärmetauscher aufschieben. Dann noch die Unterlegscheiben auf die Bolzen und mit den Stoppmuttern anschrauben. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwo eine elektrische Verbindung haben. Ne. Jetzt ist der Mixing Elbow und der Wärmetauscher voneinander komplett isoliert. So, nun seid ihr informiert. Ihr kennt die Korrosionsgefahr in eurem Wärmetauscher und könnt die Abgasführung nach Herstellervorgaben kontrollieren und gegebenenfalls anpassen. Ich empfehle euch auf jeden Fall, den Wärmetauscher vom Abgasmixer zu isolieren. Dann noch zusätzlich, wie in der Anleitung auf meiner Webseite beschrieben, eine Temperaturkontrolle am Abgasmixer durchführen. Mehr als 100 Grad sollte nicht zu messen sein, sonst mal den Filter und den Impeller der Seewasserpumpe kontrollieren. Bei Turbomotoren scheint dieses galvanische Problem nicht so häufig zuzuschlagen, jedoch möchte ich hier auf keinen Fall Entwarnung geben. Mir wurden die nachfolgenden Fotos zur Verfügung gestellt. Auch bei Turbomotoren kann Feuchtigkeit bis an den Turbolader vordringen. Ein Turbolader Second Source Lieferant hat mir von großen Stückzahlen an festgerosteten Turboladern berichtet. Diese Teile sind auch nicht billig, auch wenn es Second Source ist. Daher dürfen sich die Segler mit Turbomotoren gerne mal mit Bildern bei mir melden, und auch wenn ihr nichts bei der Untersuchung festgestellt habt. Wärmetauscher und Abgasmixer nach der Isolation. Ich bekomme manchmal Mails, ob eine Russschicht oder Wassertropfen nicht wieder die galvanische Korrosion in Gang setzen könnte, da Ruß und Wasser doch den Strom leiten. Durch diese Isolation existiert das galvanische Potential aus Aluminium und Niro nicht mehr. Wie im Bild zu sehen ist, konnte ein Strom, roter Kreis, den Weg über die Ruß- und Wasserschicht nehmen, aber an der Isolation ist Schluss. Da kommen definitiv keine Elektronen durch. Damit also Strom fließen kann, brauchen wir einen Stromkreis, und den gibt es hier nicht mehr. Das Einzige, was jetzt noch Schäden produzieren kann, sind die Verbrennungsrückstände aus Diesel, Schwefel, Zündverbesserer, Grotamar, Biodiesel und vieles andere mehr. Das geht aber nicht so schnell wie bei einem galvanischen Element. Die in diesem Video gezeigte Lösung war zu Anfang eine Machbarkeitsstudie. Es mussten erst einige Materialien getestet werden. Inzwischen sind bessere Dichtungsmaterialien und Hülsen verfügbar. Für einige Motorentypen sind baugleiche Dichtungen hergestellt worden. Oder sowas. Und für andere Motoren gibt es hier so ein postkartengroßes Stück Material, Dichtungsmaterial, wo man mit einem Federmesser sich selber seine Dichtung zuschneiden kann. Habt ihr Bedarf an diesen Teilen, dann schreibt mir eine Mail. QR-Code ist da sichtbar. Nun noch ein abschließendes Thema: Korrosionsschutz im inneren Kühlkreislauf. Im Rahmen der Recherche zu diesem Reparaturbericht und Video bin ich zunächst von Motorenherstellerseite, ein Servicebetrieb, auf die Korrosion im inneren Kühlkreislauf als Ursache für die Korrosion am Abgasausgang hingewiesen worden. Das ist natürlich nicht richtig. Um diese Fehlinformation klarzustellen, habe ich in meinem alten Wärmetauscher eine Kamerafahrt unternommen. Und die zeige ich euch jetzt. Gut zu sehen die glatten Wände ohne geringsten Lochfraß. Später etwas Kalkdreck am Boden, aber nicht eine Spur von Korrosion.
Rechts kommt ein Gewinde ins Bild, wo eine Verschraubung sitzt. Alles einwandfrei, kein Rostfraß. Für einen funktionierenden Korrosionsschutz im Inneren des Kühlkreislaufs wird in den Herstellerbulletins ein Mischungsverhältnis von silikatfreiem Frostschutzmittel und meist destilliertem Wasser von 30:70 oder sogar 50:50 gefordert. Auch für den mediterranen Bereich werden Glykolanteile von 30% und mehr verlangt. Eine niedrige Frostschutztemperatur ist nur ein nützlicher Nebeneffekt. Damit bin ich mit dem heutigen Thema Korrosion am Wärmetauscher verhindern am Ende angekommen. Wenn ihr die Information gebrauchen könnt, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Schaut mal ab und zu wieder vorbei, eventuell habe ich dann wieder ein neues technisches Video eingestellt. Wenn ihr den Reparaturbericht reich bebildert, Schritt für Schritt noch einmal nachlesen wollt, dann kommt auf meine Webseite www.gerdamata.de und schaut auf die technischen Infoseiten. Dort findet ihr noch viel mehr Informationen. Der QR-Code führt euch direkt zum Reparaturbericht. Der Bericht ist auch in Englisch verfügbar. Bis dahin wünsche ich euch Fair Winds und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.